Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video. Wir haben wieder den Suzuki Splash hier. Ist vergleichbar mit dem Opel Agila. Bei dem haben wir ja die Düsen abgedichtet und hatten das Problem, dass der Ölstand zu hoch ist. Bis jetzt hat sich nichts mehr ergeben. Wir vermuten mal, dass da einfach zu viel Öl reingekippt wurde, weil diese Öllampe da geleuchtet hat. Aber anderes Thema. Hier wollen wir jetzt die Glühkerzen austauschen, weil eine kaputt ist. Und was ist das für ein Motor und Baujahr? Das ist der Suzuki Splash 55 kW 1,3 Dieselmotor, Baujahr 2008. Wir haben den schon warm laufen lassen, wir haben die Glühkerzen eingesprüht, Kauflinks unten in der Videobeschreibung. Es gibt so einen Glühkerzenlöser, man kann aber auch Rostlöser oder WD-40 vorsichtshalber reinsprühen. Und hoffentlich kriegen wir das Ganze vernünftig abgeschraubt und gelöst, weil Glühkerzen gehen natürlich sehr, sehr gerne kaputt, denn es gibt da keinen Wechselintervall leider. Und deswegen muss jeder Fahrer selber entscheiden, wann er die wechselt. Und meistens werden die immer gewechselt, wenn Glühkerze als Fehler abgespeichert wird. Was natürlich zur Folge hat, wenn man mit kaputten Glühkerzen oder mit irgendeinem Fehler weiterfährt, der Partikelfilter nicht regeneriert. Das merkt man erst, wenn die Partikelfilterlampe anfängt zu leuchten oder Motorstörung, dass der Partikelfilter gesättigt ist. Dann macht man meistens den Partikelfilter sauber, macht die Glühkerzen nicht oder andere Fehler nicht und dann ist der Partikelfilter wieder voll. Deswegen tauschen wir die Glühkerzen aus. Wichtig ist, es gibt auch ein Reparaturset, wenn die Glühkerze kaputt geht. Ausbauwerkzeug unten verlinkt das Ganze von XXL Automotive mit dem Rabattcode Vitya Wolf, kriegt ihr nochmal 5% drauf. Und auch wichtig, manchmal sind die Glühkerzen halt so festgezogen oder fest, dass das Gewinde mit rausgeht. Da ist auch ein Gewinde-Nachschneidset mit dabei. Dann könnt ihr das Ganze auch nachschneiden. Ja, ich würde mal sagen, wir versuchen das Ganze mal vernünftig rauszuschrauben und hoffen, uns bricht nichts ab. Und die Glühkerzen natürlich auch, Kauflink unten in der Videobeschreibung. Ich würde sagen, los geht's. Ja Leute, ganz kurze Einblendung. Und zwar, dieses Video wird gesponsert von XXL Automotive. Das ist ein Werkzeug-Online-Shop, hat auch 2 eigene Hausmarken. Vielleicht habt ihr die ein oder andere schon mal gesehen, Reptool und Stahlmax. Ja, wir arbeiten schon des Längeren zusammen. Und ja, von meiner Seite aus ist das Werkzeug wirklich zu empfehlen. Und ja, machen wir uns nichts vor, wenn man vernünftiges Werkzeug hat, dann tauschen sich die Ersatzteile schon fast von alleine aus. Jeder kennt es, das geile Gefühl, wenn das Werkzeug passt, vernünftig ist und man seine Arbeit vernünftig machen kann. Und bis jetzt konnten mich die Marken immer überzeugen. Die Werkzeuge waren immer passgenau, Spezialwerkzeug besonders. Bei manchen ist halt das Problem, also jetzt nicht von der Marke, aber andere Hersteller haben manchmal das Problem bei Steuerkette, dass die Blockierwerkzeuge nicht sehr gut passen. Hier habe ich aber immer gute Erfahrungen gemacht. Das Gute ist auch, ihr müsst sie auch nicht kaufen. Ihr habt die Möglichkeit, das Ganze euch auszuleihen. Deswegen, unten ist das Ganze einmal verlinkt. Und mit dem Rabattcode Vitya Wolf kriegt ihr nochmal 5%. Das ist jetzt ein dauerhafter Rabattcode. Damals waren 10%, aber das war ein Neukundenrabatt. Jetzt könnt ihr mehrere Produkte oder öfters den Rabattcode anwenden. Deswegen, ja, unten ist das Ganze verlinkt. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Und ja, ansonsten weiter mit dem Video. Wir haben auch ein Video dazu gemacht, wie man die Glühkerzen prüft mit dem Multimeter, bevor man da halt das Ganze austauscht. Man liest ja natürlich den Fehlerspeicher aus und dann steht zum Beispiel drin, Glühkerze, 3. Zylinder. Es kann natürlich immer noch sein, dass das Glühkerzensteuergerät kaputt ist oder Verkabelung kaputt. Es muss nicht dringend immer die Glühkerze sein. Deswegen könnt ihr die Glühkerzen auch prüfen, wenn man natürlich gut drankommt. Und da haben wir ein separates Video zu. Ihr könnt gerne auf dem Kanal einfach bei der Suche Glühkerzen prüfen, eintippen und dann springt euch das Video schon raus. Könnt ihr gerne abchecken, bevor ihr Glühkerzen wechselt. Und so, das Ganze befindet sich hier unter der Verkleidung. Also wie gesagt, dieser Motor sitzt auch im Opel drin, im Opel Agila. Ganz wichtig, bevor wir an die Glühkerzen dran gehen,
das ganze gut auspusten. So, und wie ihr sehen könnt, die Glühkerzen sind wirklich sehr, sehr dünn. Deswegen aufpassen, die können sehr gerne abbrechen. Dann machen wir die Stecker einmal ab. So, dann probieren wir mal unser Glück. Mit einer 8er Nuss. Ja, hier haben wir schon mal Glück. Das wird schwieriger. Das wird nichts. Das wird nichts. Müssen wir wärmer machen. Ja, hier haben wir Glück. Ja, hier kommt der auch. Ja, zweiter Zylinder wird uns, glaube ich, Probleme machen. Wie es aussieht, wurden die auch schon mal getauscht. Da sind welche von Bosch drin. Ich vermute mal, dass der überzogen wurde, also zu stark festgezogen, dass der mit Gewinde rauskommen wird. So, wenigstens nicht abgebrochen, aber ja, Gewinde geht. Gewinde geht. So, dann schmieren wir die neuen Glühkerzen mit Fett ein und können die wieder einsetzen. Ja, machen die dann erstmal handfest. So, und die Glühkerzen bekommen nicht mehr als 10 Newtonmeter. Das war's auch schon. Ja Leute, so schnell und so einfach könnte man die Glühkerzen wechseln, wenn die natürlich nicht schwergängig sind oder abbrechen. Und ja, ihr könnt auch, wenn ihr die ausgebaut habt, könnt ihr eigentlich ganz einfach die prüfen ohne Multimeter, einfach mal Strom drauf geben. Habe auch ein separates Video mal gemacht, und zwar hier
Plus drauf und da, wo das Gewinde ist, Minus. Es gibt welche, die mit 5 Volt arbeiten und es gibt welche, die mit 12 Volt arbeiten. Die zum Beispiel ist mit 11 Volt, steht meistens auf der Glühkerze auch drauf. Deswegen aufpassen, nicht, dass ihr die testen wollt und dann 12 Volt drauf gibt, obwohl die nur 5 Volt ab kann, dann ist natürlich die Glühkerze kaputt. Anschließend natürlich nicht vergessen, Fehler zu löschen und ansonsten gibt es eigentlich nichts mehr Wichtiges zu sagen. Ihr könnt natürlich unten gerne in die Kommentare schreiben, wann ihr so die Glühkerzen wechselt oder gewechselt habt und bei welchem Auto bzw. bei welchem Motor. Und ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.